Ich stelle mir einmal vor, die Astrophysiker würden einen neuen Planeten entdecken. Das tun die ständig, aber das wäre ein besonderer Planet. Auf diesem Planeten gäbe es Gebäude. So eine richtige Stadt. Mit Häusern, Fabriken, einem Fahrstuhl. So wie man das kennt. Knöpfe, auf die man draufdrücken kann und dann passiert irgendetwas. Vielleicht ein bisschen anders, als wir das hier von der Erde kennen, aber durchaus als Stadt erkennbar. Da ist jetzt niemand mehr. Man sieht nur noch die Gebäude. Aber ich würde behaupten, das wäre trotz allem eine Sensation. Denn das wäre doch ein Beweis für die Existenz von einer außerirdischen Zivilisation, oder nicht? Ich denke, so würde ungefähr die Nachricht lauten. Beweise für die Existenz einer außerirdischen Zivilisation gefunden. Und man würde vielleicht sogar sagen, das ist ein Beweis dafür, dass es intelligentes Leben im All gibt. Aber jetzt könnte ja jemand sagen, nein, das ist überhaupt kein Beweis. Ich meine, die Leute sehen wir ja nicht mehr, die das gebaut haben. Und die müssen ja auch nicht unbedingt intelligent gewesen sein. Das kann ja auch eine Zivilisation gewesen sein, die einfach irgendwelche Sachen zusammengebaut hat. Ohne Plan, ohne Intelligenz. Einfach so. Die haben was gebaut, gebastelt, irgendwo mal so Steine geformt und das einfach wild zusammengesetzt. Ohne irgendeine Idee. Das Einzige, was die konnten, war, sie konnten überprüfen, ob das, was sie gerade gebaut haben, nützlich ist oder nicht. Ist doch eigentlich eine viel bessere Erklärung, oder nicht? Ich meine, jetzt brauche ich keine intelligente Zivilisation mehr. Eine Zivilisation ohne Intelligenz, ohne Bewusstsein, ohne Plan ist doch viel wahrscheinlicher. Ja gut, die haben dann vielleicht ein bisschen länger gebraucht. Ich meine, wir Menschen, wir haben es innerhalb von einigen tausend Jahren geschafft, eine Hochkultur auf die Beine zu stellen. Aber es kann ja sein, dass es die schon seit 5 Milliarden Jahren gab. Und so lange haben die halt einfach nur wild vor sich hin probiert. Das müsste doch eigentlich eine viel naheliegendere Erklärung sein. Denn jetzt brauche ich keine Intelligenz, kein Bewusstsein, einfach nur irgendwelche Lebewesen, die wild alles ausprobieren. Ist doch wahrscheinlicher, oder nicht? Nun, ob das wahrscheinlicher ist oder nicht, das vermag ich nicht zu berechnen, aber ich würde sagen, es widerspricht jeder Intuition. Und ich glaube, einen solchen Vorschlag würde auch jeder ablehnen. Das würde man nicht akzeptieren. Draußen im All zumindest nicht. Nur hier auf der Erde. Da funktioniert das. Menschen sind seit Anbeginn der Überzeugung gewesen, dass das Universum nicht einfach so entstanden ist. Es wurde von irgendjemandem erschaffen, hervorgebracht. Und nicht nur das Universum, das Leben an sich und natürlich auch der Mensch. Und dieser jemand, der das getan hat, das muss eine Intelligenz gewesen sein. Das alles stand eigentlich nie zur Debatte. Bis in Europa im 15. und 16. Jahrhundert eine Bewegung aufkam, die genau das in Frage gestellt hat. Da kam die Idee auf, dass das Universum vielleicht schon ewig existiert hat. Das gab es schon immer. Das hat keinen Anfang und das hat auch kein Ende. Allen voran aus philosophischer Richtung gab es diese Idee. Und das Leben hat vielleicht einfach angefangen und ist dann im Laufe einer sehr, sehr langen Zeit komplexer geworden. Ja gut, aber wie soll das passiert sein? Ich meine, Leben ist ja, selbst wenn man noch nicht die technischen Möglichkeiten wie heute hatte, nach außen hin als sehr, sehr komplex erkennbar. Wie sollte denn das gehen? Und so tat sich diese Bewegung sehr schwer damit und es schien so, als wenn die Gegner die Oberhand hätten. Bis im Jahre 1859 ein Mann namens Charles Darwin die lange gesuchte Erklärung geliefert hat. Er veröffentlichte ein Buch mit dem Titel Der Ursprung der Arten. Und er lieferte genau diese Erklärung, und zwar wie folgt. Leben pflanzt sich ja fort. Das ist ja das, was das Leben auszeichnet. Und von einer Generation zur nächsten gibt das Leben auch Erbgut mit. DNA. Ich zum Beispiel bin das Produkt von meinen Eltern, Vater und Mutter. Ich habe von jedem 50% des Erbguts erhalten. Und das funktioniert eigentlich auch recht gut. Sprich, ich kriege exakt 50% von meinem Vater und 50% von meiner Mutter. Jetzt kann es aber passieren, dass von einer Generation zur nächsten sich das Erbgut leicht verändert. Eine Mutation tritt auf, so nennt man das. Nun, in den meisten Fällen ist das sehr schlecht.
Tatsächlich verstirbt sogar in den allermeisten Fällen das Kind schon im Mutterleib. Oder wenn es zur Welt kommt, dann kann es sein, dass es eine schwere Behinderung hat. Beispielsweise Trisomie 21, das sogenannte Down-Syndrom, ist darauf zurückzuführen. Aber das muss ja nicht immer sein. Es kann ja durchaus sein, dass irgendetwas da passiert, irgendeine Mutation auftritt, das Erbgut leicht verändert wird. Und das ist was Gutes. Eine positive Eigenschaft. Vielleicht kann man besser und schärfer sehen als seine Eltern. Oder du lebst länger. Einfach durch eine kleine Veränderung in deinem genetischen Code. Du bist resistenter gegen Krankheiten. Du bekommst mehr Ausdauer, kannst schneller laufen, länger laufen. Das war ja vorteilhaft. Und vor allen Dingen, das ist rein zufällig. Das passiert einfach so. Okay, und jetzt, wie geht es weiter? Nun, wir leben ja hier in einer Welt, wo jeder um das Überleben kämpft. Allen voran bei den Tieren. Und wenn du jetzt eine Mutation mitbekommst, die von Vorteil ist, dann überlebst du halt besser. Und du wirst auch wahrscheinlich mehr Nachkommen in die Welt setzen. Deine Mutation wird weiterleben. Du gibst quasi dieses veränderte Erbgut weiter. Und wenn du eine Mutation bekommst von einem Nachteil, dann stirbst du halt aus. So ist die Idee. Sprich, wenn eine Gazelle eine Mutation bekommt, mit der sie schneller laufen kann, dann ist sie an das Überleben in dieser Welt besser angepasst. Sie kann schneller vor einem Löwen weglaufen und sie wird höchstwahrscheinlich überleben. Sie wird auch dann Nachkommen zur Welt bringen. Und es ist viel wahrscheinlicher, dass diese Nachkommen sich verbreiten. Wenn aber jetzt eine Gazelle eine Mutation mitbekommt und hat deswegen nur 3 Beine, ja, dann wird sie wahrscheinlich relativ schnell von einem Löwen gefressen. Das nennt man natürliche Selektion. Die Natur wählt einfach aus. Sie wählt denjenigen aus mit den besten Eigenschaften, der am besten angepasst ist. Und der Rest stirbt einfach aus. Jetzt muss ja eine Mutation nicht nur bedeuten, dass man schneller laufen kann. Es kann ja auch sein, dass man eine neue Eigenschaft bekommt. Ein neues Körperteil. Eine neue Funktion. Vielleicht nicht unbedingt auf einmal, aber im Laufe einer langen Zeit mit vielen kleinen Zwischenschritten. Und dann kann ja alles Mögliche passieren. Dann kann es ja vielleicht sogar sein, dass Lebewesen, die ursprünglich mal keine Beine hatten, plötzlich Beine haben. Vielleicht sogar Flügel, ein Fell entwickeln, Stimmen, Laute entwickeln, Gehirn, Intelligenz, vielleicht sogar so etwas wie Bewusstsein und ein Moralverständnis. Das kann ja alles vorteilhaft sein. Einfach durch viele kleine Zwischenschritte. Völlig ungeplant und zufällig. Das Passende wurde dann ausgesucht, weil es überlebt. Und man hat eine endlos lange Zeit, um es auszuprobieren. Diese 3 Dinge kombiniert machen das Fundament der Theorie der Evolution aus. Evolution halt eine langsame Entwicklung von einfach hin zu komplex. Nun, das scheint ja auch eine akzeptable Erklärung zu sein. Und das Schönste daran ist, man braucht nicht einmal so etwas Dusseliges wie einen intelligenten Schöpfer. Wie es einer der Vorreiter der modernen atheistischen Bewegung sagte, Richard Dawkins, das hat es möglich gemacht, ein erfüllter Atheist zu sein. Nun, ob das so überzeugend ist, sei dahingestellt. Für mich klingt das genauso wie die Erklärung bei den Außerirdischen. Aber ich glaube, Richard Dawkins hat es auf den Punkt gebracht. Diese Erklärung hat ein Verlangen erfüllt. Man hat nach so etwas gesucht. Man wollte eine Erklärung finden, die all das Ganze irgendwie plausibel macht, ohne eine Intelligenz dahinter. Und so konnte man alles erklären. Das Leben hat einfach angefangen mit so zufälligen Bausteinen in einer Ursuppe. Aus denen ist eine Zelle geworden, daraus wurden dann viele Zellen, weil das vorteilhaft war für das Überleben. Und diese vielen Zellen haben sich irgendwann in Paaren fortgepflanzt, weil das auch vorteilhaft für das Überleben war. Und die sind dann an Land gegangen, weil sie mehr entstanden waren, auch weil es da mehr Futter zu finden gab oder weil sie sich vor Räubern irgendwie schützen konnten. Das war auch vorteilhaft für das Überleben. Und genauso sind Vögel entstanden, die von Baum zu Baum gingen, oder eine Giraffe mit ihrem langen Hals. Selbst der Mensch, der aufrecht geht, der ist auch auf diese Art und Weise entstanden. Einfach weil es vorteilhaft war. Jahrmillionen Zeit und das blinde Kräftespiel der Natur. Oberflächlich betrachtet mag das vielleicht plausibel sein. Ich kann auch nachvollziehen, dass sich vielleicht im Laufe einer langen Zeit eine schnellere Gazelle entwickelt. Aber neue Körperteile, neue Eigenschaften, neue Funktionen, ich finde das kein bisschen intuitiv. Ich stelle mir das mal in der Praxis vor.
Wir haben heutzutage viele Lebewesen mit Augen. Nun, die sind ja relativ neu. Die ersten Lebewesen auf diesem Planeten nach dieser Theorie hatten keine Augen. Das kann ja auch durchaus so sein. Das waren kleine Einzeller-Bakterien, die haben noch keine Augen gehabt. Wie sind jetzt die ersten Augen entstanden? Und wie sind da so super schöne Augen wie in unserem Fall raus geworden? Durch viele kleine Zwischenschritte, von denen jeder einzelne vorteilhaft war. Aber schon beim Auge sagte Darwin, einmal der Urheber dieser Theorie, die Annahme, dass das Auge mit all seinen unnachahmlichen Einrichtungen, wie die Linse, die sich den unterschiedlichen Entfernungen anpasst, die wechselnde Lichtmengen zulässt, sphärische sowie chromatische Abweichungen verbessert, dass das durch natürliche Zuchtwahl entstanden sei, erscheint, wie ich offen bekenne, im höchsten Grade absurd. Das ist die Aussage von Darwin und wir können das Ganze ja mal nachrechnen. Wie rechnet man das nach? Nun, ich stelle mir einfach mal die Bauteile von unserem Auge vor, ganz vereinfacht. Wir haben eine Nervenhaut, die sogenannte Retina. Wir haben ein Pigment, das überträgt einfach nur die Signale auf die Nervenbahnen, eine durchsichtige Haut, eine Linse, einen Augapfel und ein Schutzlid. Das sind so 6 Teile. Und die wollen wir jetzt passend für ein funktionierendes Auge zusammensetzen. Wenn ein Ingenieur eine Kamera bauen würde, dann nimmt er einfach die Teile und legt sie halt passend übereinander. Aber das kann die Natur nicht, die muss er jetzt probieren. Und jetzt wird es schon haarig. Ich habe 6 Teile, die ich so übereinander legen möchte, dass es vorteilhaft ist. Die müssen ja an der richtigen Stelle sein. Aber wer sagt denn, dass ein Augapfel genau an dieser Stelle entstehen muss? Der kann ja auch unter dem Fuß entstehen. Oder irgendwo im Körper neben der Lunge. Wir reden hier nicht darüber, dass ein Augapfel entsteht oder ein Lid oder eine Retina. Wir reden über 6 Bauteile des Auges, die wir schon fertig haben. Es geht nur darum, sie passend übereinander zu legen. Wir gehen wie selbstverständlich davon aus, ja, wenn irgendwann einmal eine Mutation auftritt, die einen Augapfel hervorbringt, dann muss er ja quasi hier sein. Nee, muss er nicht. Ein Ingenieur würde diesen Augapfel natürlich an die passende Stelle setzen. Aber die Natur ist ja kein Ingenieur. Sie probierte einfach blind aus. Und diese 6 Teile, die theoretisch überall am Körper sein könnten, nur halbwegs passend übereinander zu legen, ja, das kann man ja einmal ausrechnen. Wenn man einfach mal sagt, das Teil könnte überall sein. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese 6 Teile so passend übereinander liegen, dass wir ein funktionstüchtiges Auge haben? Und wenn man das mal so wahrscheinlichkeitstechnisch betrachtet, dann kommt da eine Zahl raus, das ist eine 0 mit sehr, sehr vielen Stellen hinter dem Komma. So gering ist diese Wahrscheinlichkeit. Und da reden wir nur von einem Auge, wir haben davon 2. Und die sind auch noch symmetrisch angeordnet. Aber ja, man braucht nur lange genug Zeit, um das auszuprobieren, nicht wahr? Jean-Henri Fabre, ein französischer Wissenschaftler, sagte, wenn die Schwierigkeiten zu groß werden, flüchtet man hinter die Nebel der Jahrhunderte und Jahrmillionen. Man versteckt sich, soweit die Fantasie es gestattet, im Dunkel der Vergangenheit. Man ruft die Zeit an, diesen Faktor, über den wir so wenig vermögen und der sich gerade deshalb so gut dazu eignet, Fantastereien zu verhüllen. Noch dazu müssen wir das Auge ja irgendwie benutzen. Es reicht uns ja nicht einfach nur ein Auge zu haben. Ich stelle mir ein Lebewesen vor, dem ich einfach so ein Auge verpasse. Ein Regenwurm beispielsweise. Ein Regenwurm hat keine Augen. Jetzt geben wir diesem Regenwurm ein Auge. Nicht so ein kompliziertes wie wir, ein einfaches. Sagen wir, dieser Regenwurm hatte eine vorteilhafte Mutation und er hat jetzt so einfache Zellen, mit denen er hell und dunkel unterscheiden kann. Was macht jetzt der Regenwurm damit? Wir denken jetzt so intuitiv, der Regenwurm, der kann jetzt hell und dunkel unterscheiden. Der erkennt jetzt, wenn ein Vogel kommt und ihn picken will, weil der Vogel gegen den hellen Himmel dunkel aussieht und versteckt sich dann schnell. Der Regenwurm kann damit nichts anfangen. Ja klar, irgendwo in seinem Gehirn gibt es jetzt hell und dunkel, aber was macht er damit? Das sagt ihm alles überhaupt nichts. Und das muss ich ja für jede neue Eigenschaft haben. Es reicht mir ja nicht nur, jemandem eine neue Eigenschaft zu geben, sondern er muss ja auch damit umgehen können. Und selbst wenn ich dafür eine plausible Erklärung finde, dann muss ich mich immer noch damit auseinandersetzen, dass ich viele verschiedene Eigenschaften und Funktionen und Körperteile habe, die zusammenarbeiten. Und das soll alles so entstanden sein? Ich stelle mir mal das erste Lebewesen vor mit einem Herzen.
Irgendwann muss es ja mal gegeben haben. Bakterien hatten kein Herz, aber wir heutzutage haben ein Herz. Und irgendwann in diesem Laufe der Zeit gab es ein Lebewesen mit einem Herz. Wie ist dieses Herz entstanden? Ein Herz alleine hilft ja niemandem. Ich meine, das Herz braucht ja noch Adern, durch die es das Blut pumpt. Ohne Adern macht ein Herz keinen Sinn. Aber auch die Adern machen für sich genommen keinen Sinn. Ich brauche ja noch Blut, was ich durch diese Adern pumpen kann. Und dieses Blut muss ja irgendwo hergestellt werden. Und das Blut alleine macht auch keinen Sinn. Blut ist ja kein Selbstzweck. Blut transportiert Nährstoffe, Sauerstoff, was auch immer. Das heißt, ich muss auch irgendwas jetzt an diese Blutbahn anschließen, was zum Beispiel Sauerstoff in das Blut einspeist. Die Lunge. Und erst all das zusammengenommen macht Sinn. Eine Lunge alleine macht keinen Sinn. Die kann so viel Sauerstoff produzieren, wie sie möchte. Wenn sie kein Blutbahnsystem hat, womit sie das in den Körper einspeist, dann ist die Lunge sinnlos. Ein Herz alleine macht auch keinen Sinn ohne Adernsystem. Ein Adernsystem ohne Blut macht auch keinen Sinn. Erst alles zusammengenommen macht Sinn. Wie ist das so vonstatten gegangen? Durch das blinde Kräftespiel der Natur. Deswegen widerspricht das jeder Intuition. Oder wie Fred Hoyle es einmal formulierte, das ist wie, als wenn man sich versucht vorzustellen, dass ein Hurrikan aus den ausgebreiteten Einzelteilen eines Flugzeugs einen Jumbojet zusammensetzt. So kommt es einem vor. Aber gut, Intuition hin oder her. Es kann ja trotzdem sein, auch wenn es nicht intuitiv ist. Ich meine, es gibt einige Dinge in der Wissenschaft, die kein bisschen intuitiv sind. Die Relativitätstheorie beispielsweise. Da gibt es endlos viele Dinge, die widersprechen jeder Intuition. Was macht man da jetzt? Nun, in der Wissenschaft überprüft man das Ganze. So funktioniert eigentlich Wissenschaft. Man hat eine Theorie, man hat eine Idee und man überprüft das Ganze in der Praxis. Galileo hatte die Idee, dass Gewichte alle gleich schnell runterfallen. Egal ob 5 Kilo, 10 Kilo, 100 Kilo. Ja, das kannst du ja nachprüfen. Der Legende nach ist er auf den schiefen Turm von Pisa geklettert und hat einfach verschiedene Gewichte runtergeworfen und die Zeit gemessen. Und dann festgestellt, okay, die fallen alle gleich schnell. Newton hatte eine Theorie über die Bewegung der Planeten. Das kann man ja überprüfen. Man kann ja nachrechnen, wo ein Planet laut seiner Theorie stehen müsste und dann guckt man einfach nach. Albert Einstein hatte dasselbe mit der Relativitätstheorie. Da war das ein bisschen komplizierter, aber eine von den Voraussagen betraf die Sterne, die in der Nähe der Sonne stehen. Die weichen dann so ein bisschen von der eigentlichen Position ab. Jetzt kann man im Alltag Sterne, die neben der Sonne stehen, nicht beobachten. Die Sonne ist ja viel zu hell. Also hat man gesagt, okay, dann warten wir auf eine Sonnenfinsternis, dann können wir auch die Sterne in der Nähe der Sonne beobachten. Und das hat man auch gemacht. 1919 war das, glaube ich, da gab es die nächste Sonnenfinsternis auf Hawaii. Man ist hingeflogen, hat das Ganze nachgemessen und hat festgestellt, okay, das passt. So funktioniert Wissenschaft. Es gibt eine Theorie, die etwas voraussagt und das, was sie voraussagt, kann ich überprüfen mit wissenschaftlichen Methoden. Ich kann es nachmessen. Das zeichnet Wissenschaft aus. Nun, was sagt jetzt die Theorie der Evolution voraus? Darwin meinte damals, dass die Zukunft zeigen wird, dass man immer wieder Lebewesen mit unfertigen Eigenschaften finden würde. Diese sogenannten Übergangsformen. Das war ja die Idee hinter seiner Theorie. Von einem Lebewesen zum anderen halt mit ganz neuen Eigenschaften gibt es viele kleine Zwischenschritte und die würde man ja dann finden. Diese Übergangsformen mit den Zwischenschritten. Das sagte sie voraus. Nun, das ist leichter gesagt als getan. Denn wenn Lebewesen sterben, dann verwesen sie einfach und man kann gar nicht so viele davon finden. Deswegen ist das sehr lückenhaft, was man so aus den letzten Jahrmillionen da in der Erde gefunden hat. Aber eines kann man wohl mit Sicherheit sagen. Das, was Darwin erwartet hat, das hat sich nicht im Ansatz erfüllt. In der Regel findet man Lebewesen mit vollständig funktionstüchtigen Eigenschaften. Diese Zwischenformen, diese unfertigen Lebewesen, die hat man in der Art nicht gefunden. Es sei denn natürlich, man versucht das manchmal herein zu interpretieren. Unfertige Eigenschaften. Das hat man sogar bei den Menschen versucht. Ich kann mich noch erinnern, als ich klein war, da wurden bei einer Mandelentzündung bevorzugt gleich die Mandeln entfernt. Warum die Mandeln sofort entfernen? Heute macht man das nicht mehr.
Aber damals hat man das gemacht, weil man die Mandeln für ein Überbleibsel aus der Evolution gehalten hat. So ein Relikt. Wofür braucht man die heute noch? Ja, bis man festgestellt hat, dass das doch etwas voreilig war. Und das war nicht nur bei den Mandeln so. Ende des 19. Jahrhunderts, wo diese Theorie brandneu war, da hatte man beim Menschen, ich glaube, um die 86 Teile identifiziert, die alle Überbleibsel aus der Evolution waren. Nun, von diesen 86 Teilen sind heute nicht mehr viel über. Das war einfach nur so, dass man damals die Funktion noch nicht erkannt hat. Aber heute kennt man sie. Aber warum hat man das überhaupt so voreilig geglaubt? Ich meine, nur weil man die Funktion nicht kennt. Ja, weil man die Theorie schon vorausgesetzt hat. Und dann sucht man nach diesen Dingen. Und da kann man dann immer eine Story rumbasteln. Jeffrey Lakeman ist der Direktor für Anatomie und funktionelle Morphologie in New York. Er sagte einmal, die medizinische Forschung hat im Laufe der Zeit schon viele Körperteile als nutzlos bezeichnet, nur weil man ihre Funktion nicht verstanden hat. Das war nicht so, dass man die Nutzlosigkeit festgestellt hat. Man hat einfach danach gesucht. Die Evolution musste ja wahr gewesen sein. Deswegen musste es Reste geben. Und so zieht sich das eigentlich durch die Bank weg. Man setzt das Ganze voraus, das muss ja so gewesen sein, und dann findet man auch immer die passende Erklärung. Bei allem, was man entdeckt. Warum hat die Giraffe einen langen Hals? Nun, irgendwann einmal ist ein Lebewesen entstanden mit einem langen Hals. Der muss ja im Laufe der Zeit länger gewesen sein, zumindest wenn man diese Theorie zugrunde legt. Und man schätzt, das war vor ungefähr 16 Millionen Jahren. Aber warum? Warum hat ein Lebewesen einen langen Hals entwickelt? Nun, die Erklärung dafür ist, es kam besser an die Blätter oben in den Bäumen heran. Jetzt wird man denken, okay, man hat wahrscheinlich damals die Umwelt untersucht und festgestellt, dass da, wo die Giraffe entstanden ist, dass es da vielleicht nicht mehr so viele Blätter unten in den Bäumen gab und deswegen musste es an die Blätter oben in den Baumkronen heran. Nö, aber das war ja nicht so. Man weiß gar nicht, wie die Bäume damals so genau aussahen. Und selbst wenn man es wüsste, auch dann könnte man nicht sagen, dass dieser lange Hals ein Überlebensvorteil war. Denn der lange Hals einer Giraffe geht mit vielen Problemen einher. Nur über den langen Hals muss man zum Beispiel das Blut nach oben in den Kopf pumpen. Also die Giraffe braucht ein besonders starkes Herz. Die Giraffe hat auch ein spezielles Organ im Kopf, was dafür sorgt, dass die nicht ohnmächtig wird, wenn sie den Kopf von oben nach unten bewegt und wieder zurück. Das passiert ja selbst uns manchmal. Wenn wir uns so runterbeugen und dann schnell wieder aufstehen, dann kann es mal passieren, dass einem schwarz vor Augen wird. Die Giraffe hätte das ständig. Aber jetzt hat sie ja das spezielle Organ dafür im Kopf. Die Giraffe hat auch mit ihrem langen Hals Probleme, vor ihren Räubern zu fliehen. Das ist sehr, sehr umständlich. Die Giraffe wird auch von ihren Räubern von größerer Entfernung gesehen. Also man sieht, ein langer Hals hat nicht nur Vorteile. Was überwiegt denn jetzt? Der Vorteil, oben an die Blätter heranzukommen, oder der Nachteil, weil die Giraffe nicht so schnell weglaufen kann und die ganzen anderen Probleme? Das weiß keiner. Das kann man auch nicht berechnen oder feststellen. Es gibt gar nichts, was man nachmessen kann. Überlebenschance kann man nicht berechnen. Aber es muss man ja auch gar nicht. Das funktioniert ja umgekehrt. Es wird ja schon als wahr vorausgesetzt und deswegen sagt man ganz einfach, okay, das muss ja ein größerer Vorteil gewesen sein, der lange Hals für die Blätter oben. Wissenschaftlich bestätigen lässt sich das nicht. Keine Möglichkeit. Deswegen kann man auch immer genau das Gegenteil erklären. Das funktioniert auch immer. Wenn wir uns vorstellen, vor 16 Millionen Jahren wären keine Tiere mit einem langen Hals entstanden, sondern das Gegenteil wäre passiert. Es gab schon Tiere mit einem langen Hals und die wären dann ausgestorben. Hätte man locker erklären können. Die hatten Probleme wegen des langen Halses, die konnten nicht mehr so gut vor den Räubern fliehen, die hatten Herzprobleme, alles Mögliche. Ich kann immer das eine oder das andere zu Rate ziehen und egal, was ich finde, ich kann es erklären. Sogar immer das genaue Gegenteil. Warum läuft der Mensch auf zwei Beinen? Ich habe schon zig Erklärungen dafür gelesen. Der Mensch oder der Vorläufer des Menschen hat damals in einer Steppe gelebt und hat sich aufgerichtet, um besser seine Feinde zu sehen. Das hat ihm einen Vorteil verschafft und deswegen hat er angefangen, sich auf zwei Beinen fortzubewegen. Andere Erklärungen sagten, jetzt konnte er seine Hände benutzen und das war vorteilhaft zum Obstpflücken oder das hat ihn auch intelligenter gemacht. Also Erklärungen dafür gibt es wie Sand am Meer.
Aber stellen wir uns das Ganze einmal umgekehrt vor. Der Mensch würde heute noch auf 4 Beinen laufen. Könnte man genauso gut erklären. Das ist halt schneller, als sich auf 2 Beinen fortzubewegen. Gibt genauso eine plausible Erklärung dafür. Der Mensch hat heute kein Fell mehr. Was ist die Erklärung dafür, dass er kein Fell hat? Nun, der erste Mensch war in Afrika und da war es zu heiß. Und das ist halt vorteilhaft, dass man nicht so sehr schwitzt. Sehr schön. Sagen wir, der Mensch hätte jetzt noch Fell. Kann man genauso gut erklären. Das ist halt ein Schutz gegen die Kälte, gegen Regen, vielleicht auch gegen Tierbisse. Gibt sofort eine Erklärung dafür. Es ist nur das Gegenteil von dem, was man heute findet. Wir hatten bei uns im Biologiebuch ein Beispiel von einem Birkenspanner. Das war so damals so ein Standardbeispiel, um Evolution zu zeigen. Zumindest diese natürliche Auslese. Wie die Natur denjenigen auswählt, der am besten an das Überleben angepasst ist. Der Birkenspanner, das ist eine Motte. Und diese Motte gibt es in 2 Versionen, in schwarz und in weiß. Und jetzt hat man festgestellt, dass es früher sehr viele weiße Motten gab und später, nach der industriellen Revolution, gab es mehr schwarze Motten. Nun, was ist die Erklärung dafür? Die Erklärung dafür ist folgende. Diese Motte lebt bevorzugt auf Birkenbäumen und Birken haben eine weiße Rinde. Und früher war diese weiße Motte hervorragend an diese weiße Birkenrinde angepasst. Das heißt, sie konnte da nur schwer von Vögeln erkannt werden und deswegen gefressen. Deswegen gab es früher sehr viele weiße Motten. Dann kam die industrielle Revolution. Die Birken, also die Birkenrinde, ist dunkler geworden. Jetzt waren die schwarzen Motten besser angepasst. Sie haben eher überlebt. Sie wurden halt nicht so schnell von den Vögeln gefunden. Das ist die Erklärung. Und das sieht auch so plausibel aus, oder nicht? Ja, nur dass man das Gegenteil genauso gut erklären könnte. Genauso gut. Stellen wir uns einmal vor, auf der weißen Rinde vor der industriellen Revolution, da gab es mehr schwarze Motten. Und später, als die Rinde dunkel wurde, da gab es mehr weiße Motten. Das kann man genauso gut erklären. Auf der weißen Rinde können die schwarzen Motten leichter einen Paarungspartner finden. Die müssen ja auch danach suchen. Und da können die den viel leichter erkennen. Und genauso umgekehrt, als die Rinde dunkel wurde, da konnten jetzt die weißen Motten leichter einen Partner zur Paarung finden. So könnte man das ja erklären. Jetzt wird man denken, wer macht denn sowas? Genau so funktioniert das. Warum gibt es im Tierreich manchmal Lebewesen mit einem leuchtend bunten Fell? Das ist vorteilhaft für die Paarung. Warum gibt es Lebewesen, die getarnt sind? Das ist vorteilhaft, um sich vor Fressfeinden zu verstecken. Ich kann immer alles erklären. Es gibt gar nichts, was ich nicht erklären kann. Egal, was man findet eine Erklärung innerhalb dieser Theorie. Es gibt Lebewesen, die pflanzen sich alleine fort. Man wird sagen, das ist aber ein Riesenvorteil. Ne? Wie aufwendig ist es bei uns, einen Paarungspartner zu finden? Ja, aber es gibt auch eine Erklärung dafür, dass einen Partner finden zu müssen vorteilhaft ist. Das mischt sich alles besser durch, diese ganzen genetischen Informationen. Deswegen ist es vorteilhaft, wenn sich 2 Leute zusammenpaaren, nicht nur einer. Wenn jetzt alle Lebewesen sich alleine fortpflanzen würden, könnte man das genauso gut erklären. Wenn es nur Lebewesen gäbe, die sich in Paaren fortpflanzen, kann man das auch erklären. Und wenn man 5 Partner bräuchte, um sich fortzupflanzen, könnte man auch das erklären. Früher hat man angenommen, dass Bakterien ewig leben. Irgendwann hat man festgestellt, das ist noch gar nicht so lange her, dass das doch nicht so ganz der Fall ist. Aber früher dachte man das. Man wird sagen, wow, ewiges Leben ist ja die vorteilhafte Eigenschaft schlechthin. Ja, scheint so. Bis man dann gesagt hat, Lebewesen, die nicht ewig leben, haben vielleicht auch einen Vorteil. Die haben sich ja auch irgendwann entwickelt. Wenn Lebewesen ewig leben, kann ich es erklären mit der Theorie. Wenn Lebewesen nicht ewig leben, kann ich es genauso gut erklären. Die Erklärung dafür war ganz einfach, wenn die nicht ewig leben, dann gibt es von einer Generation zur nächsten eine bessere Anpassung an die Umwelt. Das war der Vorteil für sie. Es spielt keine Rolle, was man findet. Man wird jetzt denken, wow, was für eine geniale wissenschaftliche Theorie. Die kann ja wirklich alles erklären. Nein. Sie kann deswegen alles erklären, weil sie keine wissenschaftliche Theorie ist. Deswegen funktioniert das so gut.
Sie sagt nämlich nichts voraus, was man wissenschaftlich überprüfen kann. Deswegen ist es ganz egal, was man findet. Wie die Lebewesen aussehen, wie sie entstanden sind, das spielt alles überhaupt gar keine Rolle. Wissenschaftlich wäre, wenn diese Theorie etwas voraussagt, was ich nachmessen kann. Und das geht ja eben nicht. Ich kann ja Überlebenschance nicht mit wissenschaftlichen Methoden bestimmen. Und deswegen funktioniert das auch immer. Man kann sich das vielleicht mal an einem Beispiel vorstellen. Stellen wir uns vor, in 100.000 Jahren würde die Menschheit versuchen, ihre Geschichte zu erforschen. Und sagen wir jetzt mal, es gäbe da kein Internet, keine Bücher, die müssten von Null anfangen. Was machen die jetzt? Die wollen die Menschheitsgeschichte erforschen. Nun gut, dann fangen die halt an zu graben und schauen mal, was es früher für Menschen gab. Und jetzt fängt so ein Forscher in 100.000 Jahren an zu graben und jetzt findet er im Jahre 2022, also er hat schon sehr tief gegraben, in unserer heutigen Zeit, Menschen wie wir. Aber jetzt keine Europäer, er findet vielleicht Afrikaner. Er findet einige Skelette von Menschen aus Afrika, aus der heutigen Zeit. Und er gräbt an anderer Stelle und sagen wir im Jahre 32.022, sprich 30.000 Jahre von jetzt in der Zukunft, von ihm aus gesehen 70.000 Jahre in der Vergangenheit, findet er einige Chinesen. Er sagt, oh wow, vor 70.000 Jahren haben hier Chinesen gelebt. Und nochmal 20.000 Jahre später findet er Skelette von Europäern. Nun, was ist jetzt die Erklärung dafür? Was ist seine Menschheitsgeschichte? Der wird jetzt folgende Geschichte vielleicht erzählen. Am Anfang haben die Menschen in Afrika angefangen. Das waren ja die ältesten Skelette, die er gefunden hat, weil das Klima da günstig war. Es war sehr heiß und deswegen hatten sie vielleicht da einen gewissen Vorteil. Und später haben sich die Chinesen entwickelt im Laufe von 30.000 Jahren, weil die Chinesen kleiner sind. Und das hat ihnen einen Vorteil verschafft, dass sie vor ihren Feinden sich besser verstecken können. Und nochmal später sind die Europäer entstanden. Und zwar deswegen, weil es da nur noch Obst gab, ganz oben auf den Bäumen. Und die Europäer waren jetzt größer als die Chinesen und da hat ihnen diese Größe einen Vorteil verschafft. Sie konnten besser das Obst pflücken. Das wäre die Story. Ja, das klingt auch plausibel. Es hat nur nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Gar nichts. Aber es wäre auch egal, was er findet. Wenn er später nochmal Skelette aus Südamerika findet, die 150.000 Jahre alt sind, es könnte sein, wie es will. Man kann immer eine Geschichte dazu stricken. Man sieht aber auch hier schon, die Geschichte, die ich stricke, muss nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben, aber sie klingt plausibel. Deswegen ist Plausibilität alleine gar kein Kriterium in der Wissenschaft. Allein weil sich etwas so schlüssig anhört, ja, das muss deswegen ja nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Es gibt keine wissenschaftliche Disziplin, wo das auf diese Art und Weise gehandhabt wird, dass allein eine plausible Erklärung ausreichend ist. Das ist nur hier der Fall. Und wenn ich eine Theorie habe, die nichts voraussagt, was ich überprüfen kann, dann finde ich natürlich immer etwas. Aber Moment. Wir haben doch schon wissenschaftliche Untersuchungen gemacht. Der Mensch ist ja mit dem Affen zu 99% übereinstimmend. Nicht wahr? Das ist doch eine wissenschaftliche Untersuchung. Genetische Verwandtschaft zwischen Mensch und Affe, 99% Übereinstimmung. Ich meine, gut, was hat man erwartet zu finden? Dass die Ähnlichkeit zwischen Mensch und Affe größer ist als zwischen Mensch und Fliege, ja, dafür hätte ich jetzt nicht den genetischen Code untersuchen müssen. Aber selbst das heißt nichts. Denn die Theorie der Evolution hat überhaupt nicht vorausgesagt, dass da 99% rauskommen. Das wäre auch schlimm gewesen. Denn es gab andere Untersuchungen, da kamen 96% raus, 94%, 98% gab es schon alles. Also hätte diese Theorie 99% vorausgesagt, dann hätte es andere Untersuchungen gegeben, die sie schon widerlegt hätten. Aber das macht sie ja nicht. Soweit lehnt sich die Theorie nie aus dem Fenster, dass sie etwas voraussagt, was man wissenschaftlich überprüfen könnte. Und was da rauskommt, ist auch dann ganz egal. Wenn da 70% rausgekommen wäre, was wäre dann passiert? Mensch und Affe, 70% Übereinstimmung. Glaubt jemand, dann hätten die Wissenschaftler auf der Welt gesagt, wir haben uns ja die ganze Zeit geirrt. Doch keine Evolution. Nee, dann hätte es eine Erklärung dafür gegeben.
Genau das ist nämlich passiert. Ganz genau das. Man hat die Y-Chromosomen zwischen Mensch und Affe untersucht. Y-Chromosom ist das ja, was einen Mann zu Mann macht. Dieses eine Chromosom. Die Frau hat X und X und der Mann hat X und Y-Chromosom. Und das Interessante bei diesem Y-Chromosom ist, dass es eigentlich in der Theorie immer gleich bleiben müsste. Meine Söhne haben mein Y-Chromosom. Ich habe dieses Y-Chromosom von meinem Vater und der von seinem Vater. Und rein theoretisch, wenn nichts daran passiert, keine Mutation, keine Änderung, dann müsste man ja Generationen zurückgehen können und man findet immer das gleiche Y-Chromosom. So wäre es in der Theorie. Und wenn man jetzt nach der Theorie der Evolution noch weiter zurückgeht, dann müsste man ja einen gemeinsamen Vorfahren zwischen Mensch und Affe finden. Und theoretisch sollten dann Mensch und Affe auch sehr, sehr ähnliche Y-Chromosomen haben. Das hat ja alles mit einem da oben angefangen, dann gab es 2 Linien, Mensch und Affe, aber es hat ja alles mit einem ganz bestimmten Y-Chromosom angefangen, was ja theoretisch identisch bleiben müsste. Mit kleineren Abweichungen vielleicht. Da hat man auch erwartet, dass wenn man diese beiden untersucht, zwischen Mensch und Affe, diese Y-Chromosomen, dass da auch 99% rauskommt. Und da waren es plötzlich 70%. Jetzt wird man sagen, oh, das war aber jetzt eine Widerlegung. Nein, das ist eine Überraschung. Das ist keine Widerlegung. Ist es auch tatsächlich nicht. Denn die Theorie hat ja nichts über 70, 80 oder 90% gesagt. Es ist eine Überraschung. Die Überraschung, das ist der Gott der Lücken dieser Theorie. Gott der Lücken, das wirft man gerne Leuten vor. Sobald sie etwas finden, was man wissenschaftlich nicht erklären kann, dann rufen sie immer einen Gott herbei. Die Lücke in der wissenschaftlichen Erklärung, die muss ja irgendwie gefüllt werden. Und sowas hat man dann hier auch. Das ist die Überraschung. Alles, was nicht erklärbar ist, ist einfach eine Überraschung. Es ist nie eine Widerlegung, aber es ist auch keine. Weil man diese Theorie wissenschaftlich nicht widerlegen kann. Und nur damit ihr mal seht, wie wackelig das Ganze ist, diese ganze Theorie, die Darwin damals entworfen hat. Stephen Jay Gould war ein Evolutionsbiologe an der Harvard-Universität. Und der hat eine ganz neue Theorie in den Raum geworfen, die Theorie des Punktualismus. Diese Theorie des Punktualismus besagt, dass sich Lebewesen im Laufe der Jahrmillionen nicht langsam Schritt für Schritt entwickelt haben, sondern plötzlich. Also die haben lange Zeit stabil gelebt, ohne Änderung, und plötzlich gibt es ganz neue Lebewesen. Und diese neuen Lebewesen mit den neuen Eigenschaften und neuen Funktionen, die wurden nicht ausgewählt durch eine natürliche Auslese, natürliche Selektion, irgendeine zufällige Mutation und der Beste überlebt halt. Nein. Das alles, laut seiner Theorie, hat, wenn, dann eine untergeordnete Rolle gespielt. Das war seine Theorie. Jetzt wird man denken, Moment. Wir haben doch gelernt, das, was Darwin da behauptet hat, seine These ist doch wissenschaftlich bewiesen. Ich weiß nicht, wie viele Leute ich schon getroffen habe. Das ist doch wissenschaftlich bewiesen, unumstößlich. Das ist doch, fast wie die Kugelgestalt der Erde. Eben nicht. Wenn das so wäre, dann könnte auch kein Harvard-Professor einfach mal so mit einer Gegentheorie auftauchen. Oder könnt ihr euch vorstellen, ein Astrophysiker bei Harvard, er käme jetzt auf die Idee, eine scheibenförmige Erde vorzuschlagen? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber warum ging das? Das ging deswegen, weil die Theorie von Darwin nie wissenschaftlich überprüft wurde. Und deswegen kann auch Stephen Jay Gould einfach mit einer anderen kommen. Und morgen kann auch der nächste mit einer anderen kommen. Und keine von diesen kann man wissenschaftlich überprüfen. Weder Darwin noch Gould. Alles einfach nur eine Theorie. Aber das Interessante ist, dass einfach so jemand kommen kann und sagt, vielleicht war das alles Mumpitz. 100 Jahre Darwin, 100 Jahre wissenschaftlich bewiesen. Ja, vielleicht war das Mumpitz. Das, was ja einen erfüllten Atheisten ausmacht, nicht vergessen. Ob er recht hat oder nicht, kann niemand beweisen. Kein Schimmer. Man kann ihn so wenig überprüfen wie Darwin. Klingt das, was er gesagt hat, plausibel? Wenn man es nachliest, plausibel klingt es. Ja, aber auch nicht. Jerry Fodor war ein Wissenschaftsphilosoph oder ist ein Wissenschaftsphilosoph, der 2010 ein Buch herausgebracht hat. What Darwin Got Wrong.
wo Darwin sich geirrt hat. Und er hat genau diesen Punkt kritisiert. Was er meinte, war zusammengefasst, das hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Wissenschaft ist eine Theorie, die ich mit wissenschaftlichen Methoden überprüfen kann. Ich kann etwas beobachten, etwas nachmessen. Das ist nicht einfach etwas, was sich plausibel anhört. Das akzeptiert man nirgendwo. In keinem Bereich der Wissenschaft. Vielleicht habt ihr das mal ab und zu beobachtet, dass eine sogenannte Eine-Welt-Formel durch die Medien geistert. Eine Weltformel, das ist so die Idee, dass man das gesamte Universum auf eine Urkraft zurückführen kann. Grob formuliert. Das weiß man nicht, ob es funktioniert, aber man geht irgendwie davon aus, so gefühlsmäßig. Und es gibt auch eine Theorie, die das versucht. Sie versucht, das alles auf eine Kraft zurückzuführen. Das ist die sogenannte String-Theorie. Nun, da gibt es auch inzwischen Untertheorien von und Wissenschaftler debattieren das untereinander. Es gibt nur keine Möglichkeit, diese Theorie zu überprüfen. Eine theoretische gäbe es. Man könnte eine Maschine bauen, die so groß ist wie die Milchstraße. Aber das funktioniert halt in der Praxis nicht. Und das ist auch der Kritikpunkt. Wissenschaftler sagen auch einfach in der ganzen Debatte, wir können uns jetzt 100 Jahre noch darüber unterhalten, aber es wird niemals eine Möglichkeit geben, diese Theorie zu überprüfen. Das ist genau das Problem mit der Evolution. Deswegen soll man sich auch davon nicht durcheinander bringen lassen. Ich beobachte das manchmal, wenn das Leute so sind, wenn das Thema Evolution auf den Tisch kommt. Ich lasse mich schon lange nicht mehr davon verrückt machen. Früher. Aber irgendwann merkt man, dass der Hund keine Zähne hat. Kennt ihr das Beispiel von diesem Postboten? Der muss jeden Morgen an einem Haus die Post zustellen und der weiß, da gibt es diesen gefährlichen Hund. Und er hat immer so ein klopfendes Herz, wenn er an die Haustür kommt. Und dann kommt der Hund angelaufen und der bellt und kläfft und der Postbote hat Angst. Und irgendwann merkt er, der Hund hat gar keine Zähne. Der Hund hat gar keine Zähne. Das ist etwas, was man nicht nachprüfen kann. Das kann man nur glauben. Das sind alles Dinge, die man nur glauben kann. Deswegen soll man meiner Meinung nach auch keine Videos herausbringen mit dem Titel Widerlegung der Theorie der Evolution. Das wertet die ganze Theorie nur unnötig auf. Widerlegen bedeutet, dass man das erst einmal wissenschaftlich untersuchen könnte und das kann man nicht. Ich kann aber sagen, warum ich diese Theorie nicht glaube, was für mich daran schwer vorstellbar ist. Ich frage mich zum Beispiel, wo wir herkommen. Ich meine nicht nur wir Menschen, sondern das Leben an sich. Die erste lebende Zelle. Das gehört nicht unbedingt in den Bereich der Evolution, aber naja, irgendwie gehört es doch zusammen. Wo kommt die erste lebende Zelle her? Wie entsteht das überhaupt? Warum hat die angefangen zu leben? Ich stelle mir das mal in der Praxis vor und dann wird vielleicht deutlich, warum ich das schwer vorstellbar finde. Ich stelle mir einen Labortisch vor mit allen Bausteinen für Leben. In Molekülform. All diese ganzen Moleküle liegen da auf dem Tisch. So, und jetzt fange ich an, die zusammenzusetzen. Da hat man heute noch keine Apparate dafür, aber ich wünsche mir tatsächlich, dass man das einmal probiert. Ich nehme jetzt diese ganzen Molekülketten, alles was ich brauche und setze eine Zelle zusammen. Jetzt fange ich an. Ein Molekül, noch eins. Und setze alles schön zusammen, bis ich meine erste lebende Zelle fertig habe, wie auch immer ich sie mir vorstelle. So, alles zusammengesetzt. Was passiert jetzt? Fängt die Zelle jetzt an zu leben? Macht sie was? Warum sollte sie das tun? Warum sollten diese toten Moleküle jetzt anfangen zu leben? Ich finde es schwer vorstellbar. James Tour, das war ein Professor der Chemie, er sagte einmal, erklärt mir ohne Unsinn, wie das funktioniert haben soll. Denn das ist sein Gebiet. James Tour war ein Professor auf dem Gebiet. Er hat 2001 eine Petition unterschrieben, zusammen mit einer ganzen Reihe von anderen Wissenschaftlern. Er nannte sie ein wissenschaftlicher Widerspruch zum Darwinismus. Diese Petition sagte, wir sind skeptisch gegenüber der Behauptung, dass zufällige Mutationen und natürliche Selektion ausreichen, um die Komplexität des Lebens zu erklären. Und wir fordern, dass man das Ganze noch einmal auf den wissenschaftlichen Prüfstand stellt. Keine Widerlegung, nein, aber schwer vorstellbar irgendwie. Die zweite Frage, die ich mir stelle, woher kommt die Information? Welche Information? Information über das Leben an sich. Wir haben ja einen Körper, aber nicht nur diesen Körper. Wir haben in unserem Körper auch den Bauplan von diesem Körper gespeichert.
So pflanzen wir uns ja fort. Wir geben diese Information weiter an die nächste Generation. Das ist so, als wenn ich nicht nur ein Haus habe, sondern ich habe ein Haus inklusive Bauplan. Und in diesem Bauplan steckt die Information über den Aufbau des Hauses. Der Bauplan selber, das Papier und die Zeichnung da drauf, das ist nicht die Information. Information ist eine geistige Größe, das kann man gar nicht packen. Deswegen kann ich Information auch auf verschiedene Art und Weisen darstellen. Ich kann die Information über den Aufbau eines Hauses in einem Bauplan abspeichern. Klar, ich könnte auch einen Roman schreiben. Das ist unüblich, aber ich könnte einen ganzen Roman schreiben mit den Beschreibungen. Dieses Haus, das sieht so und so aus und wenn man hier entlang läuft, dann findet man diese Wand und die Dachrinne etc. Roman mit 500 Seiten über den Aufbau eines Hauses. Ich könnte auch ein Video drehen heutzutage. Ich gehe mit meinem Handy durch das Haus und ich filme alles und das ist die Information über den Aufbau des Hauses. Das ist immer exakt die gleiche Information, nur anders dargestellt. Information ist weder das Video, noch der Roman, noch der Bauplan. Information ist eine geistige Größe, die ich irgendwie darstellen muss. Und Information, das sieht man schon an diesem Beispiel, ist immer irgendwie kodiert. Die Information über den Aufbau des Hauses, die ist hier. Wie stelle ich sie dar? Okay, da haben sich mal Ingenieure und Architekten Gedanken gemacht und sind auf die Idee gekommen, ich mache das Ganze in Form eines Bauplans. Das ist vielleicht sehr einfach darzustellen. Es gibt eine Kodierung von dieser Information. Und genau dasselbe ist auch im Lebewesen der Fall. Die Information über den Aufbau ist nicht als Kopie gespeichert, sondern sie ist kodiert. Und kodierte Information hat immer eine intelligente Ursache. Die entsteht nie einfach so. Das gibt es übrigens auch als Herausforderung. Und wer möchte, der kann sich damit 10 Millionen Dollar verdienen. Das ist eine Herausforderung, die gibt es online. Der Ursprung des Lebens ist wohl die härteste Frage der Wissenschaft. Keiner weiß, wie die erste Zelle entstanden ist, aber es gibt eine viel fundamentalere Frage. Wo kommt die Information her? Eine Antwort auf diese Frage würde einen Quantensprung in der Forschung der künstlichen Intelligenz bedeuten. Und es gibt einen Preis in Höhe von 10 Millionen Dollar auf diese Antwort ausgesetzt. Das ist die Herausforderung. Wo kommt die Information her? Keine Widerlegung, aber schwer vorstellbar. Künstliche Intelligenz, ein sehr schönes Stichwort. Warum können wir eigentlich unserer Intelligenz vertrauen? Warum glauben wir, dass wir richtig und vernünftig denken? Wir sind ja in der Lage, Schlussfolgerungen zu ziehen. Aber warum sollten wir unserem Verstand trauen? Ich meine, ein Verstand ist ja ein zufälliges Produkt. Das hat ja die Natur einfach so zusammengesetzt. Warum soll unser Verstand in der Lage sein, richtige Schlussfolgerungen zu ziehen? Ja, jetzt wird man vielleicht sagen, das muss doch so sein. Wenn man nicht in der Lage ist, richtig Schluss zu folgern, dann kann man doch auch nicht überleben. Ich meine, ich stelle mir einen Menschen vor, der einem Säbelzahntiger begegnet. Jetzt schlussfolgert er, oh, das ist ein gefährliches Raubtier, ich laufe lieber weg. Wenn er das nicht tun würde, dann frisst ihn der Tiger und er überlebt nicht. Also muss er doch richtig denken können. Ja, so einfach betrachtet vielleicht schon, aber es kann auch sein, dass er ganz anders denkt. Vielleicht hat dieser Mensch einen Säbelzahntiger getroffen und dachte, das ist ein Kuscheltier. Ein niedliches Kuscheltier. Und jetzt möchte dieser Mensch dem Tiger Liebe und Zuneigung zeigen. Wie macht er das jetzt? Jetzt kommt die zweite Schlussfolgerung. Liebe und Zuneigung zeige ich diesem Tier, indem ich wegrenne. Ja, das sind jetzt zwei falsche Schlussfolgerungen. Aber er rennt weg und rettet sein Leben. Vielleicht denkt er auch was anderes. Vielleicht denkt er auch, der Tiger ist heilig. Dieser Tiger ist heilig, es ist besser, ihm nicht nahe zu kommen. Oder vielleicht denkt er einfach, dass man sich dem Tiger am besten nicht nähert, weil das moralisch verwerflich ist. Das macht man einfach nicht. Irgendwie so. Es gehört nicht zu den guten Manieren, dass man einem Tiger näher kommt. Das sind alles keine richtigen Denkweisen, aber sie würden sein Überleben sichern. Man sieht dabei, man muss nicht richtig denken, um zu überleben. Es kann sein, dass man komplett falsch denkt, aber ein anderer kompletter falscher Gedankengang würde das Ganze wieder ausgleichen. Ja gut, jetzt wird man sagen,
Dann hat aber unser erster Mensch keine Kuscheltiere zu Hause, die sind ja nützlich für ihn. Er muss ja doch richtig denken. Nein, vielleicht hat er ja so schöne Haustiere zu Hause wie Hund und Katze und denen möchte er auch Liebe und Zuneigung zeigen. Aber er denkt vielleicht, bei einem großen Tier mit Zähnen bedeutet Liebe und Zuneigung wegrennen. Bei einem kleinen Tier ohne so große Zähne, da bedeutet Liebe und Zuneigung, es im Haus zu halten. Ja, das sind verrückte Gedankengänge, aber warum nicht? Die würden ihn alle retten. Und ich kann jetzt noch so viele Szenarien kreieren. Ich kann immer falsche Gedankengänge mir vorstellen, die mich wieder retten würden. Was bedeutet, es gibt viele falsche Denkweisen, mit denen du nicht überleben würdest. Das ist richtig. Es gibt eine richtige Denkweise, die rettet dich. Wir gehen mal davon aus, wir haben sie ja heute, nicht wahr? Es gibt aber auch genauso viele falsche Denkweisen, die miteinander kombiniert dich retten würden. Und es gibt sicherlich auch falsche Denkweisen, die miteinander kombiniert dich noch viel eher retten würden. Also warum sollten wir davon ausgehen, dass die Natur, einfach so blind ausgewählt, für uns eine richtige Denkweise hervorgebracht hat? Warum sollten wir unserem Denken trauen? Und das Schönste daran ist, du könntest es ja nicht einmal entdecken. Du würdest ja von selber nicht auf die Idee kommen, dass du falsch denkst. Das geht ja überhaupt gar nicht. Wissenschaftliche Forschung basiert darauf, dass wir alle davon ausgehen, wir können richtig denken. Davon kannst du aber nur dann ausgehen, wenn du diese Idee, dass unsere Denkweise ein blindes Kräftespiel der Natur war, verwirfst. Es muss etwas geben, etwas Intelligentes, was eine zuverlässige Denkweise hervorgebracht hat. Aber dass das alles hier einfach so durch ein blindes Kräftespiel der Natur entstanden ist, das glaubt sowieso niemand. Keiner glaubt das. Aber woran erkennt man das? Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es fundamentale Unterschiede zwischen einem Menschen und einem Tier gibt. Ansonsten würde es keinen Sinn machen, dass der Mensch Menschenrechte hat und ein Tier nicht. Es gibt Dinge, die würden wir für ein Tier akzeptieren, aber niemals für einen Menschen. Ein Tier können wir zum Beispiel einfangen. Wir können es zu Hause halten. Wir können es auch zum eigenen Verzehr schlachten und essen. Und wir können es benutzen. Wir können es kaufen und verkaufen. Das sind alles Dinge, die für ein Tier relativ normal sind. Bei einem Menschen würden wir das nicht akzeptieren. Aber warum nicht? Eigentlich ist doch der Mensch auch nur ein Tier auf zwei Beinen. Warum gehen wir aber davon aus, dass es bestimmte Rechte gibt für einen Menschen, die für ein Tier nicht gelten? Warum sollte das so sein? Weil wir instinktiv wissen, dass ein Mensch nicht einfach nur ein intelligenterer Affe ist. Wenn wir das tatsächlich glauben würden, dann macht das gar keinen Sinn, einen Unterschied zwischen Mensch und Affe zu machen. Dann müsste der Affe die gleichen Rechte bekommen wie ein Mensch und umgekehrt. Oder auch die anderen Tiere. Dann müsste ich mir auch einen Mensch als Hausmensch halten können. Warum denn nicht? Ich habe ja auch ein Haustier, eine Hauskatze. Warum nicht einen Hausmensch? Ich kann ja auch draußen eine herumstreuende Katze fangen und bei mir zu Hause halten. Aber warum keinen Menschen? Ja, weil wir schon wissen, dass das irgendwie was anderes ist, oder nicht? Aber warum sollte Leben überhaupt etwas Besonderes sein? Was ist denn Leben? Leben ist doch nach dieser Theorie einfach nur eine zufällig passende Anordnung von Molekülketten. Mehr nicht. Wir hatten einfach Glück. Vor 3 Milliarden Jahren gab es irgendwo im Ozean eine Stelle, wo die passenden Bausteine richtig zusammenlagen. Und das soll uns jetzt irgendwie auszeichnen? Einfach nur die richtige Anordnung von Molekülen? Ein Schneemann sind auch Moleküle. Sogar sehr ähnlich aufgebaut wie ein Mensch. Der Mensch besteht ja zum größten Teil aus Wasser und ein Schneemann auch. Und wenn ich noch Kohle reinpacke, dann habe ich sogar Kohlenstoffmoleküle, die finde ich auch im Menschen. Aber warum gibt es einen Unterschied zwischen Schneemann und Mensch? Von den Molekülen her? Nein, das ist fast das Gleiche. Ob Sandburg, Schneemann, Mensch, das sind alles Moleküle mit chemischen Prozessen. Wie sollte ich denn auf die Idee kommen, dass der Mensch irgendetwas Herausragendes ist, wenn es einfach nur Moleküle sind? Wenn wir diese Theorie zugrunde legen, dann gibt es keine Moral mehr. Es gibt nichts, wodurch ich begründen könnte, dass ein Mensch diese Anordnung von Molekülketten irgendwie herausragender wäre als eine Anordnung von Molekülketten in einer Sandburg. Oder um es mal noch drastischer zu formulieren, es gibt keinen Unterschied, ob ich einen Berg in die Luft sprenge, um vielleicht an eine Goldmine heranzukommen,
oder einem Bus mit Schulkindern. Beides ist einfach nur eine Änderung der Molekularstruktur in diesem Universum. Mehr kommt nicht dabei heraus. Aber das glaubt keiner irgendwie, oder? Das glaubt irgendwie keiner. Ich spare mir auch schon lange diese langweiligen Diskussionen. Beweise mir einen intelligenten Ursprung. Ja, okay, gut. Sagen wir, das war so. Beweise mir mal die Existenz von Recht und Unrecht. Ja, ich kann das ja in Frage stellen. Und wir leben ja in einem Zeitalter des kritischen Nachfragens. Man akzeptiert ja nichts einfach so. Beweise mir, dass es Recht und Unrecht gibt. Das Verrückte in der heutigen Welt ist ja, dass du einen Professor hast, der morgens zur Universität kommt und unterrichtet, dass der Mensch einfach nur ein weiterentwickeltes Tier ist, um abends nach Hause zu kommen, die Zeitung aufzuschlagen und sich darüber beschwert, dass die Menschenrechte verletzt wurden. Merkst du selber, oder? Es glaubt kein Mensch. Es glaubt kein Mensch. Ein Atheist ist nur ein Atheist für 3 Minuten. Und das, wenn dieses Thema zur Sprache kommt. Wenn er nach Hause kommt, ist er genauso religiös wie alle anderen. Denn das, was uns eine Ordnung gibt zwischen Mensch, Tier und Schneemann, ist einzig und allein ein Plan der Schöpfung. Eine zufällige Anordnung von Molekülen kann uns das gar nicht geben. Das haben wir aber alle intus. Wir alle wissen das. Ein Mensch ist nicht gleich einem Tier und ein Tier ist nicht gleich einem Schneemann. Aber wenn ich diese Theorie zugrunde lege, müsste ich das glauben. Kein Mensch glaubt das. Und er befindet sich damit in bester Gesellschaft. Auch unter Wissenschaftlern. Christian B. Anfinsen, Nobelpreis der Chemie 1972, sagte: Wir müssen zugeben, dass eine unvorstellbare Macht oder Kraft existiert mit grenzenlosem Wissen und Vorauswissen, die das gesamte Universum zuerst in Gang gesetzt hat. Werner Arber, Nobelpreis der Medizin 1978, sagte: Wie solche bereits recht komplexen Strukturen zusammenkommen können, bleibt für mich ein Geheimnis. Die Möglichkeit der Existenz eines Schöpfers, Gottes, ist für mich eine befriedigende Lösung des Problems. Hermann Staudinger, Nobelpreis der Chemie 1953. Wir müssen also aufgrund der heutigen Kenntnisse uns bescheiden geben und zugeben, dass die Frage nach dem Entstehen des Lebens heute nicht beantwortet werden kann. Dass aber ein blindes Kräftespiel nach den Gesetzen des Zufalls auszuschließen ist. Richard Smalley, Nobelpreis der Chemie 1996. Der Evolution wurde soeben der Todesstoß versetzt. Nachdem ich den Ursprung der Arten gelesen habe, mit meinem Hintergrund in Chemie und Physik, ist mir klar geworden, dass eine biologische Evolution nicht stattgefunden haben kann. Arno Penzias, Nobelpreis der Physik 1978. Die Astronomie führt uns zu einem einzigartigen Ereignis, einem Universum, das aus dem Nichts erschaffen wurde, eines mit dem sehr feinen Gleichgewicht, welches genau die notwendigen Bedingungen lieferte, um das Leben auf der Erde zu ermöglichen. Und ein Universum, welches einen grundlegenden Plan aufzuweisen hat. Daher scheinen die Beobachtungen der modernen Wissenschaft zur selben Schlussfolgerung zu führen wie jahrhundertealte Intuition. Sir John Eccles, Nobelpreis der Medizin 1963. Wenn man nicht an Zweck und Planung glaubt, dann kann man argumentieren, dass das alles nur Zufall und Notwendigkeit ist. Aber es ist unsinnig, unsere Existenz auf Zufall und Notwendigkeit zu beschränken. Die Neo-Darwinisten benötigen etwas mehr Demut. Sie benötigen die Demut, um zu verstehen, dass wir alle in demselben Boot sitzen, alles Leben und alle Menschen, und dass sie Teil des großen Schöpfungsplans sind. Carlo Rubbia, Nobelpreis der Physik 1984. Wenn wir die Galaxien der Sternenwelt zählen oder die Existenz von Elementarteilchen beweisen, so sind das wahrscheinlich keine Gottesbeweise. Aber als Forscher bin ich tief beeindruckt durch die Ordnung und die Schönheit, die ich im Kosmos finde, sowie im Inneren der materiellen Dinge. Und als Beobachter der Natur kann ich den Gedanken nicht zurückweisen, dass hier eine höhere Ordnung der Dinge im Voraus existiert. Die Vorstellung, dass dies alles das Ergebnis eines Zufalls oder bloß statistischer Vielfalt sei, das ist für mich vollkommen unannehmbar.
Es ist hier eine Intelligenz auf einer höheren Ebene vorgegeben, jenseits der Existenz des Universums selbst. Derek H.R. Barton, Nobelpreis der Chemie 1969. Gott ist Wahrheit. Es gibt keine Unverträglichkeit zwischen Wissenschaft und Religion. Beide sind auf der Suche nach derselben Wahrheit. Die Wissenschaft zeigt, dass Gott existiert. Charles H. Townes, Nobelpreis der Physik 1964. Ich verstehe nicht, wie ein wissenschaftlicher Ansatz allein, getrennt von einem religiösen Ansatz, den Ursprung aller Dinge erklären kann. Meiner Auffassung nach scheint die Ursprungsfrage ewig unbeantwortet zu bleiben, wenn wir sie alleine von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus betrachten. Robert A. Millikan, Nobelpreis der Physik 1923. Eine rein materialistische Philosophie ist für mich der Gipfel des Unverstandes. Zu allen Zeiten haben weise Menschen immer genug gesehen, um zumindest ehrerbietig zu sein. Und er sagte weiter, es gibt ein göttliches Wesen, das unsere Geschicke lenkt. William Phillips, Nobelpreis der Physik 1997. Gott hat uns eine unglaublich faszinierende Welt gegeben, in der wir leben und forschen können. Sir Ernst Boris Cheng, Nobelpreis der Medizin 1945. Ich sage schon seit Jahren, dass Spekulationen über den Ursprung des Lebens zu keinem brauchbaren Resultat führen, da selbst das einfachste lebende System viel zu komplex ist, als dass es in den heutigen Begriffen der extrem primitiven Chemie verstanden werden könnte, die Wissenschaftler in ihren Versuchen einsetzen, um das Unerklärliche zu erklären, das vor Milliarden Jahren geschah. Gott kann mit solch naiven Gedanken nicht wegerklärt werden. Gott kann mit solch naiven Gedanken nicht wegerklärt werden. Lass die Leute einfach. Er kann vor dir stehen und Tag und Nacht behaupten, dass das alles hier ein Zufall ist und der Mensch nichts weiter als ein Tier auf zwei Beinen. Glauben tut er das selbst nicht.